Hallo allerseits und willkommen zum Kanalupdate für Juli und August 2025. Ja, rein kalendarisch hat der Sommer jetzt seinen Höhepunkt erreicht, aber wenn ich jetzt da so an die letzten Wochen zurückdenke, war das Wetter doch etwas gewöhnungsbedürftig, eher so frühherbstlich. Das Ganze hat sich dann auch ein bisschen auf meine Gesundheit niedergeschlagen. Ich tue schon seit ein paar Wochen rum mit einer Erkältung, die irgendwie nicht so richtig verschwinden will. Darum ist meine Stimme auch ein bisschen belegt heute. Ich werde aber trotzdem versuchen durchzuhalten, damit ihr zu eurem Kanalupdate kommt. Dementsprechend gab es auf meinem Kanal in den letzten Wochen auch nicht sehr viele Uploads zu sehen. Meine Unterstützer auf Patreon haben natürlich ein bisschen mehr zu sehen bekommen, aber jetzt so hier regulär auf dem Kanal gab es leider nicht so viel zu sehen. Dafür möchte ich mich entschuldigen, aber ging nicht anders. Ich denke, das letzte Video, was ihr gesehen habt, war mein Bericht über die Modelltage in Stammheim Ende Juni. Gut, damit wären wir auch schon beim Rückblick auf diese Veranstaltung. Da bin ich euch ja noch ein paar Worte schuldig. Ja, was soll ich sagen? Es war schön wie immer und auch heiß wie immer. Das gehört einfach dazu in Stammheim. Das ist schon ein bisschen kräftezehrend da in den Hallen, wenn da die Sonne drauf knallt, aber es war auch schon schlimmer. Von dem her konnte man es schon einigermaßen aushalten. Und alles in allem habe ich mich natürlich wieder köstlich amüsiert. Ich habe so viele tolle Leute getroffen, viele Freunde, auch neue Leute kennengelernt. Und insgesamt war es einfach ein super Tag dort. Und die Modelle, die es zu sehen gab, natürlich auch spitze. Habt ihr ja auch in meinem Videobericht gesehen. Also das war wirklich sehr ordentlich. Und ich muss sagen, ich muss jetzt endlich mal den Hintern hochbekommen und auch mal versuchen, da nächstes Jahr, wenn es irgendwie geht, persönlich mal auszustellen. Weil das ist schon eine Veranstaltung, wo man eigentlich Teil sein sollte davon. Ist die größte Modellbauausstellung in Bayern gegenwärtig. Da wird sich schon gehören, dass ich da vielleicht auch mal hinfahre und ein paar Sachen auf den Tisch stelle. Natürlich bin ich auch nicht mit leeren Händen zurückgekommen. Ich habe ein bisschen was gekauft. Das zeige ich euch kurz mal. Und zwar hier von MBR Model, eine italienische Pappel. Ich sag mal, so Grünzeug kann ich ja immer brauchen als alter Dioramenbauer. Und gerade so mediterrane Szenen gefallen mir schon immer sehr gut. Da ist der Baum perfekt geeignet. Und dann das zweite, hier von Savannah Model Kits, wieder einmal, ein Rhino. Das ist hier so ein rhodesisches, minengeschütztes Fahrzeug. 3D-Modell hat der Jan wieder prima gemacht, von dem habe ich ja schon einige Bausätze gekauft in der Vergangenheit, aber leider habe ich es noch nicht geschafft, einen davon zu bauen. Das wäre mal so eine Sache, die ich vielleicht mal demnächst angehen sollte, weil das sind einfach hochinteressante Sachen. Da habe ich ja den Umbausatz für den Land Rover, auch mit dem Minenschutz, ja, und auch den Pucki. Also da gäbe es schon einige tolle Projekte, die ich da so in der Hinterhand habe. Ja, des Weiteren habe ich auch noch zwei tolle Geschenke bekommen. Einmal hier vom Florian, der hat mir hier von Resin Nation einen französischen Offizier aus der napoleonischen Ära geschenkt, im Maßstab 54 mm. Ja, ist zwar jetzt nicht ganz mein Beuteschema, aber ich werde schon irgendwie eine Verwendung dafür finden. Und das zweite kommt vom Christian, der hat sich echt nicht lumpen lassen. Und zwar hat er mir hier den Dragon Wagon von Tamiya in die Hand gedrückt. Wahnsinn! Also da bin ich echt aus alle Wolken gefallen. Das ist irre. Ich wollte tatsächlich mir schon mal einen zulegen von diesen Bausätzen, aber der Christian war schneller. Super. Da habe ich auch schon eine Idee dafür. Wann ich mich dann darum kümmern kann, steht auf einem anderen Blatt, aber der Bausatz ist sozusagen der erste Schritt. Und ja, da möchte ich mich ganz herzlich bei euch beiden bedanken, beim Florian und beim Christian, dass ihr da gleich an mich gedacht habt. Und das finde ich sehr nett und aufmerksam von euch. Dankeschön. So, das war der Rückblick auf die Modelltage Stammheim. Schauen wir uns jetzt an, welche Veranstaltungen so auf uns zukommen in den nächsten Wochen. Da habe ich 2 Stück für euch. Da freue ich mich auch schon riesig drauf, nachdem ja doch so eine gewisse Durststrecke jetzt hinter mir liegt, was Ausstellungen angeht, weil halt einfach im Juli und im August
nichts geboten war. Aber jetzt im September geht's wieder los. Und zwar habe ich davor mal was Neues mir anzuschauen. Und zwar wollte ich da nach Gelnhausen auf die 34. Modellbauausstellung, die vom PMC Main-Kinzig veranstaltet wird. Das findet statt am 20. und am 21. September. Das ist zwar nicht um die Ecke für mich, aber ich kann das vielleicht mit einer zweiten Angelegenheit irgendwie verbinden. Und dann ist die Kilometerfresserei in den Frankfurter Raum hier aus Bayerisch-Schwaben doch einigermaßen gerechtfertigt. Außerdem bin ich auch neugierig auf diese Veranstaltung, weil ich habe schon das eine oder andere Positive darüber gehört. Drum möchte ich es mir einfach mal anschauen und mir dann selber eine Meinung davon bilden. Ja, da weiß ich allerdings noch nicht genau, an welchem Tag ich dahin fahre, am Samstag oder am Sonntag, kann ich noch nicht genau sagen. Aber das ist sowas, das nehme ich mir jetzt einfach mal vor und vielleicht laufen wir uns ja da über den Weg. Dann können wir ja auch ein bisschen ratschen. Und die zweite Veranstaltung wäre die 17. Internationale Modellbauausstellung in Ried im Innkreis in Österreich am 18. und 19. Oktober. Ja, da freue ich mich schon riesig drauf. Ich habe ja letztes Jahr ausnahmsweise mal pausiert. Da bin ich nach Holland gefahren zur Scale Model Challenge. Aber mir war klar, dass ich dieses Jahr wieder nach Ried möchte, weil das ist zumindest für mich so mitunter die beste Veranstaltung im ganzen Jahr. Da gefällt es mir einfach sehr gut. Die Größe passt, das Ambiente ist super und natürlich, wenn man da viele Jahre hinfährt zum Ausstellen, etabliert sich da eben auch die eine oder andere Freundschaft. Man trifft einfach immer tolle Leute da und das möchte ich einfach nicht missen. Deswegen bin ich da wieder an Bord und freue mich schon riesig drauf, bin echt schon heiß. Da sieht man mal, was es ausmacht, wenn man ein Jahr pausiert. Da freut man sich einfach viel mehr. Das ist wie Weihnachten, Ostern und Geburtstag auf einmal. Bei dieser Veranstaltung gibt es allerdings eine Neuerung. Ich habe gehört, dass die Organisation jetzt nicht mehr aufgeteilt ist zwischen der Messegesellschaft und dem lokalen Modellbauverein, sondern dass das jetzt komplett von der Messegesellschaft übernommen wird. Schauen wir mal, wie sich das gestaltet. Bin da immer so ein bisschen skeptisch bei solchen Sachen, weil wenn es ein Modellbauverein macht oder zumindest mitwirkt, werden halt auch eher noch die Wünsche von uns Modellbauern berücksichtigt. Wenn das jetzt nur noch eine Firma macht, in Anführungszeichen, dann spielen vielleicht kommerzielle Interessen doch eine größere Rolle, als es vielleicht sollten. Deswegen lasse ich mich jetzt da mal überraschen und ich werde das auch genau beobachten, wie das läuft. Schauen wir mal. Aber ich denke, nachdem es in Österreich ist, besteht doch immer auch Hoffnung, dass das dann auch vernünftig gemacht wird. Weil ich finde, da ist immer, zumindest ist mein Eindruck, dass da immer noch das Ganze mit Maß und Ziel irgendwie gemacht wird. Und ja, wie gesagt, ich freue mich schon riesig drauf. Und auch hier gilt wieder, wenn ihr da sein solltet, kommt vorbei am Stand, sagt Hallo und schaut euch meine Modelle mal in Natura an. Dann haben mich in den letzten Wochen auch noch einige Spenden für den Bastelkurs des Ferienprogramms erreicht. Das möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Schauen wir uns das doch mal kurz an. Die edlen Spender waren der Andreas, der Hans und der Timo. Ja, und wie ihr sehen könnt, die haben sich nicht lumpen lassen und haben wirklich echt viel springen lassen für den Bastelkurs. Vor allem der Timo, Unmengen an Bausätze und wirklich tolle Bausätze. Zusätzlich auch noch einige Farben. Also das können wir alles wirklich sehr gut brauchen. Und der Hans hat ja auch schon in der Vergangenheit immer wieder Bausatzspenden getätigt. Wir treffen uns ja auch ab und zu mal persönlich und es ist eigentlich immer so, dass er mir da die eine oder andere Kleinigkeit noch in die Hand drückt für den Bastelkurs. Und das weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Also ohne eure Hilfe und eure Spendenbereitschaft kann ich den Kurs gar nicht abhalten, weil ohne Baumaterial können wir auch nichts tun. Leider Gottes war es mir aber nicht möglich, den Bastelkurs dieses Jahr wieder anzubieten. Das ist ein bisschen dumm gelaufen. Ich erkläre mal ganz kurz in groben Zügen, woran es lag. Und zwar hieß es so im
Frühjahr ungefähr, und das wäre auch der Zeitraum gewesen, wo ich den Bastelkurs hätte anmelden sollen, dass ich mich im Lauf des Augusts eventuell einer Operation unterziehen muss. Und das war dann nicht ganz klar, ob das stattfindet und wenn ja, wie lange ich dann da auch außer Gefecht bin. Und damit konnte ich dann irgendwie schlecht planen. Das war so ein bisschen der große Unsicherheitsfaktor. Deswegen habe ich dann beschlossen, den Kurs dieses Jahr eben nicht anzubieten, weil das wäre mir auch sehr unangenehm, wenn ich das dann irgendwie absagen müsste und so, vor allem wenn es dann irgendwie kurzfristig wäre. Also ist es nicht optimal gelaufen. Die Operation hat dann auch nicht stattgefunden. Also soll mir ja auch recht sein, wenn man nicht an mir rumschnippeln muss. Aber gut, der Kurs dementsprechend musste leider ins Wasser fallen. Aber nächstes Jahr probieren wir es wieder. Da werde ich es dann hoffentlich wieder anbieten können, ohne dass mir dann irgendwas dazwischen kommt. Weil, ja, wenn man sowas macht, dann muss man auch sagen, man geht all in, man setzt einen Termin fest und dann ist man auch da und hält den Kurs ab. Und das war leider dieses Jahr nicht gewährleistet. Na gut, ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Nächstes Jahr wieder. Und ich habe ja dank eurer tollen Spenden wirklich ein prall gefülltes Lager. Also der Kurs ist auf jeden Fall bestens versorgt und dann kann er auch wieder stattfinden, wenn es dann ja mit meinen Terminen und so weiter dann in Einklang ist. Gut, schalten wir rüber zur Werkbank und schauen uns als erstes an, was ich seit dem letzten Update fertigstellen konnte. Das wäre hier der Shot Kal Aleph von AFV Club im Maßstab 1:35, hier dargestellt während des Jom Kippur Krieges 1973 im Bereich der Golanhöhen. Ja, das hatte ich mir ja vorgenommen im vorherigen Update und das ist mir auch gelungen, das eben entsprechend zeitnah zu vollenden. Als ihr das Modell im vorherigen Update das letzte Mal gesehen habt, war die Bauphase des Panzers abgeschlossen und ich hatte auch schon die Figuren soweit vorbereitet. Als nächstes habe ich dann den Sockel gebaut. Der ist mit der üblichen Methode gebaut worden. Ich habe eine rechteckige Holzplatte verwendet, darauf dann Styropor geklebt und außenrum das Ganze mit Balsaholzplatten vertäfelt. Anschließend habe ich dann die Geländekontur herausgeschnitten, das Ganze dann mit Mörtel und Modelliermasse überzogen und gleichzeitig habe ich dann auch schon begonnen, diverse Steine in die Oberfläche einzuarbeiten, um eben ja die typische Landschaft auf den Golanhöhen hier möglichst gut darzustellen. Man hätte die Steine auch zu einem späteren Zeitpunkt einarbeiten können, aber ich persönlich mag das immer, wenn das schon relativ früh geschieht. Da habe ich dann einfach schon mehr vor mir, was ich dann einfach sehen kann und ja, da tue ich mich ein bisschen leichter, auch wenn das dann bedeutet, dass ich die Steine dann eben lackieren muss und eben nicht ihre natürliche Farbe irgendwie nutzen kann. Ja, hat Vor- und Nachteile das Ganze. Als nächstes konnte es dann an die Lackierung gehen und da wollte ich mal was Neues ausprobieren. Mir hat nämlich der Cohen aus Kanada, der mich im Mai besucht hat, ein paar Grundierungsmittel mitgebracht von Stynylrez. Und da dachte ich mir, das ist doch mal die Gelegenheit, das direkt mal auszuprobieren. Was mich ein bisschen gewundert hat bei dem Stynylrez war, dass die Deckkraft beim ersten Auftrag wirklich sehr gering ist. Also ihr seht es hier auf den Bildern, das tönt eigentlich nur die Oberfläche. Da war ich so ein bisschen schockiert im ersten Moment, habe dann aber festgestellt, dass das Ganze erstens ziemlich schnell trocknet und zweitens auch eine sehr glatte Oberfläche erzeugt. Also auf jeden Fall glatter als die Revell Acrylfarben, die ich normalerweise zum Grundieren verwende. Also das ist schon interessant, aber das ist auch so ziemlich der einzige Vorteil, den ich hier erkennen kann. Denn ich habe dann letzten Endes eigentlich 3-mal das ganze Modell mit dem Stynylrez besprühen müssen. Also es ist eigentlich die 3-fache Arbeit. Dafür war aber wie gesagt die Oberfläche ziemlich glatt. Wobei man auch sagen muss, im Vergleich des Stynylrez ist auch nicht ganz so hart oder grifffest wie die Revell-Farben. Also ich habe das Modell dann, wie sonst auch, eben bei den weiteren
Bearbeitungsschritten in die Hand genommen und da ist schon immer ein bisschen die Gefahr gewesen, dass man da sozusagen an den Kanten oder wo man hinfasst, die Grundierung durchscheuert. Und das sollte natürlich nicht sein. Also von der Grundierung erwarte ich eigentlich schon, dass sie sehr, sehr hart ist. Sonst ist es keine Grundierung. Aber gut, ich habe es mal ausprobiert. Es funktioniert. Und es hat auf jeden Fall auch seine Berechtigung und auch Anwendungsbereiche, wo das wirklich sehr sinnvoll ist. Also ich kann mir vorstellen, vielleicht im Flugzeugmodellbau, wo man wirklich eine glatte Oberfläche auch haben will, da ist es schon gut. Beim Panzermodellbau, ja, warum nicht? Aber ich persönlich fahre eigentlich mit meinen Revell-Farben, gerade mit dem Matt 9, was ich sonst immer als Grundfarbe eben aufsprühe, eigentlich schon sehr gut. Aber jetzt habe ich das auch mal gesehen und ausprobiert, hat aber meine Meinung zu speziellen Grundierern eigentlich auch nur bestätigt, nämlich dass das eigentlich ein bisschen so ein Overkill ist, den man nicht unbedingt braucht. Als nächstes konnte ich mich dann der eigentlichen Farbe des Fahrzeugs zuwenden. Dieses typische IDF Sand Grey ist ja immer so ein bisschen eine schwierige Angelegenheit im Panzermodellbau, weil das einfach eine sehr eigenwillige Farbe ist, die auch ein bisschen schwierig festzunageln ist von der genauen Farbtönung her. Das bereitet oft Schwierigkeiten. Ja, ich persönlich habe hier von Revell das Matt 45 Hello-Leaf verwendet. Ungemischt, direkt, so wie der Farbton ist. Der funktioniert ziemlich gut für die Periode 70er, 80er, 90er Jahre. Wenn man ein Fahrzeug zum Beispiel aus dem Sechstagekrieg von 1967 darstellen will, bräuchte man eine andere Farbe und für neuere Fahrzeuge aus den 2000ern und so weiter auch. Also die haben dieses Sandgrau auch immer wieder mal abgeändert. Ja, ihr könnt jetzt selber beurteilen, ob euch das so gefällt. Ich persönlich finde, dass das ein ziemlich treffender Farbton ist. Anschließend habe ich dann die Details bemalt, also die Zuladung, Werkzeuge und auch die Ketten. Die Abziehbilder kamen dann auch schon drauf und danach habe ich das mit dem Seidenmatten-Klarlack von WMS versiegelt. Den Alterungsprozess starte ich immer mit einem dunklen Ölfarbenwash. In diesem Fall wollte ich mal was Neues ausprobieren, nachdem ich ja mit den Ölfarben von Winsor & Newton unlängst so gute Erfahrungen gemacht habe, wollte ich eben auch mal wissen, ob die sich hier auch für ein großflächiges Ölfarbenwash eignen. Dafür habe ich jeweils einen Klecks der Ölfarben Raw Umber und Lamp Black mit dem Verdünner von der 502. Abteilung vermischt und so eben mein eigenes Ölfarbenwash hergestellt und dann eben das ganze Modell damit eingestrichen, um eben die Oberflächendetails zu betonen und um dem Modell so einen ersten allgemeinen Schmutzschleier zu geben. Dabei habe ich festgestellt, dass die Ölfarben von Winsor & Newton sich überhaupt nicht anders verhalten als die von der 502. Abteilung. Funktioniert genauso gut, ohne irgendwelche Abstriche. Das ist auch gut zu wissen. Ja, nachdem ich eben so gute Erfahrungen gemacht habe mit den Winsor & Newton Farben beim Thema eben Verlaufsspuren, war ich da eben neugierig, ob es da vielleicht auch noch einen Unterschied gibt. Ja, gibt's aber keinen, ist aber auch nicht schlimm, weil jetzt weiß ich das und ja, weiß eben, wie ich die jeweiligen Ölfarben am besten einsetzen kann. Im nächsten Schritt der Alterung kamen dann die Lackschäden hinzu. Dazu habe ich einfach ein bisschen dunkelgrau mit einem Schwämmchen aufgetupft, vor allem entlang der Ecken oder wo sich eben auch die Besatzung viel aufhält. Zusätzlich habe ich auch noch ein paar feine Kratzer aufgemalt und wie sonst auch habe ich das Modell anschließend dann noch mit etwas Revell Matt 91 Eisen trocken gemalt, damit die Oberfläche so einen leichten metallischen Glanz bekommt. Das gefällt mir bei Panzermodellen immer ziemlich gut. Dann fehlte noch die Verschmutzung, die habe ich auch auf die übliche Weise hergestellt, nämlich mit meinem Staubwash. Dazu habe ich einfach etwas helle Erde aus dem Garten fein gesiebt und dann eben mit reichlich Wasser, ein bisschen Pronal-Holzleim und einen Tropfen Spüli vermischt und das habe ich eben auch auf dem ganzen Modell verteilt und nachdem das getrocknet war, habe ich dann das überschüssige Material mit einem befeuchteten Pinsel wieder abgebürstet. Damit war der Panzer fertig und ich konnte mit dem Sockel weitermachen.
Der wurde auch erstmal schwarz grundiert und danach habe ich dann die Felsen bemalt und gealtert, ja auch entsprechend verstaubt wieder. Ja, und dann kam meine Erdpaste drauf. Das ist sozusagen die dickere Version des Staubwasches. Ja, einfach Erde aus dem Garten, reichlich Kleber rein, ein bisschen Wasser und dann kann man da eben so eine Paste anrühren. Und damit habe ich dann eben das Gelände bestrichen und gleichzeitig dann auch schon diverse Grasbüschel eingearbeitet, hauptsächlich von Vallejo und Mini Natur. Auch noch ein paar Büschel von Diorama Presepe wurden eingearbeitet. Dann wurde nochmal ein bisschen trockene Erde drüber gestreut und das Fahrzeug festgeklebt. Zum Schluss habe ich dann noch die Figuren bemalt, auch entsprechend die Uniformen ein bisschen verstaubt und dann eben die Figuren befestigt. Ja, dann wurde noch der Rahmen des Sockels schwarz bemalt und ich habe dann hier vorne in der Mitte auch noch ein Abzeichen der israelischen Panzerwaffe befestigt. Ja, und damit war das ganze Teil auch schon fertig. Der Schottkarl hat auf jeden Fall seinen Zweck für mich erfüllt, als entspannendes Zwischendurchprojekt. Ging auch relativ fix von der Hand. Und wie ihr sehen konntet, da ist jetzt auch nicht so viel dabei. Ich habe hier nichts sonderlich Kompliziertes gemacht. Das Ergebnis sieht aber trotzdem relativ ansprechend aus, hoffe ich. Ja, ich glaube, das lebt auch von den Figuren, von den Posen. Das macht viel aus. Ja, und die Landschaft ist eigentlich auch ganz interessant. Das war auch so ein Thema, wo ich mich so ein bisschen drauf fokussieren wollte. Einfach diese eigenartige Landschaft auf den Golanhöhen hier so ein bisschen einzufangen. Ich hoffe, es ist mir einigermaßen gelungen. Und ja, ich glaube, es ist vorzeigbar. Und ich freue mich schon drauf, den Schottkarl Aleph dann auch in nächster Zeit auf diversen Ausstellungen zu zeigen. Mit dem K5E Eisenbahngeschütz bin ich seit dem letzten Kanalupdate nicht vorangekommen, dafür aber mit dem Jagdpanzer IV Bodybuild. Hört, hört! Das hatte ich ja im vorherigen Update schon angekündigt, dass ich mich da ein bisschen mit beschäftigen möchte. Und es sieht jetzt vielleicht nicht nach viel aus, aber ich bin trotzdem ziemlich gut vorangekommen, vor allem weil das alles relativ arbeitsintensiv war. Zuallererst mal habe ich den Sockel etwas erhöht. Mir hat es einfach nicht gefallen, dass das so ein flacher Rand war. Darum habe ich einfach nochmal ein passendes Brett zugesägt und es eben unten angeschraubt. Dann habe ich eben die Seiten neu vertäfelt mit Balsaholz und dann eben auch an den Rändern dann zusätzliche Pflastersteine noch aufgeklebt, damit das Ganze dann wieder richtig abschließt. Weiterhin habe ich mich dann noch mit dem Innenausbau der Ruinen befasst. Das ist nämlich auch ziemlich aufwendig. Da musste erstmal viel verspachtelt werden und dann habe ich jetzt auch schon begonnen, entsprechend Wände noch einzuziehen, die hier natürlich fehlen beim Bausatz. Normalerweise, wenn ich urbane Szenen baue, versuche ich immer zu vermeiden, dass man was von dem Innenleben der Häuser sieht. Das verschließe ich meistens. Aber weil es jetzt hier eben Ruinen sind, kann man da natürlich schon einiges sehen. Und es ist eigentlich auch eine gute Gelegenheit, hier mal sich ein bisschen auszuprobieren, was man alles machen kann, wie das funktionieren könnte. Und es ist auch, wie alles andere, sage ich mal, ein gewisser Lernprozess. Und da möchte ich mich ein bisschen drauf einlassen und mal schauen, was ich hier so machen kann und rausholen kann. Hier vorne zum Beispiel habe ich schon begonnen, ein Zimmer zu gestalten. Das hat einen Fliesenboden und Fliesenwände bekommen. Da habe ich einfach Plastiksheet genommen, habe das eben entsprechend mit einem Lineal und einem Werkzeug graviert und dann eben so eingeklebt. Die Ziegelwand
habe ich aus einzelnen Ziegelsteinen von Gerodesign gebaut, nachdem ich da auch ein paar Beschädigungen einarbeiten möchte. Schien mir das ja die richtige Methode zu sein. Und hier drüben wird noch eine Hauswand gebaut. Da habe ich hier ein bisschen Hartschaum schon verwendet und auch hier werden dann außen die Steine aufgeklebt werden, ja, um dann eben ja, diese zerstörte Wand darstellen zu können. Dann möchte ich hier auch noch Reste von den Böden einziehen, werden wahrscheinlich Holzböden werden. Ja, und auch die Innenseiten müssen dann natürlich noch graviert werden. Details sind ja nur außen, aber hier innen drin würde man ja dann auch irgendwelche Ziegelmauern sehen. Ja, das muss ich dann noch machen. Aber ihr seht schon, da kommt einiges auf mich zu. Das ist doch relativ viel Arbeit, aber das ist eigentlich ganz nett. Also ich fand es soweit ganz entspannend, mich damit zu befassen. Vor allem eben hier dieses Zimmer. Ich weiß nicht, was es werden wird. Vielleicht ein Bad oder eine Küche. Mal schauen. Eins von beiden. Da vorne soll natürlich ein Schutthaufen sein und hier hinten möchte ich schon noch irgendwelche entsprechenden Möbel dann platzieren. Und hier soll eben noch ein Stück Boden sein. Hier drüben wird es so ziemlich eingestürzt sein. Und dann werde ich hier oben vielleicht auch noch irgendeinen Schrank oder irgendein Möbelstück noch platzieren. Und was ich dann hier reinmache, weiß ich noch nicht genau, wie ich das gestalte. Da schwebt mir vielleicht sogar so ein eingestürztes Treppenhaus vor oder so. Muss ich mal schauen. Aber erstmal möchte ich die Wände einziehen und ich denke, im Laufe der Zeit wächst dann das Projekt in meinem Kopf weiter und ich weiß dann, wie ich das genau ausstaffieren möchte. Weiterhin, außen auf der Straße ist natürlich auch ein bisschen was zu tun. Da werden dann noch Straßenlaternen dazukommen und noch ein paar andere Kleinigkeiten. Aber ich denke, die Hauptarbeit ist wirklich der Innenausbau hier. Ich werde euch natürlich weiter auf dem Laufenden halten, wie es damit vorangeht. Allerdings werde ich nicht mehr eigene separate Update-Videos machen zu diesem Projekt, wie es ja schon für den Jagdpanzer IV und das Sonderkraftfahrzeug 250 gemacht wurde, sondern ich werde einfach die Fortschritte immer in den Kanal-Updates entsprechend mitteilen und euch zeigen, was ich gemacht habe. Ja, ich denke, das ist für mich ein bisschen praktischer. Das macht so schon genügend Arbeit und da muss ich nicht nochmal ein separates Video machen und vorbereiten. Und es sichert dann auch, sage ich mal, gewissermaßen meine Motivation, dass ich dann, sage ich mal, da ganz langsam mich durcharbeiten kann. Und das ist, glaube ich, ganz gut. Dann besteht doch Hoffnung, dass das irgendwann mal fertig werden könnte. Weiterhin habe ich auch noch 2 neue Projekte begonnen. Eins davon wäre hier der Panzer II L Lux von Classy Hobby im Maßstab 1:16. Ja, ist mal was Neues, im Großmaßstab zu arbeiten, aber wie ihr sehen könnt, das Fahrzeug ist trotz des Maßstabs jetzt noch nicht irgendwie zu groß oder exzessiv. Das war mir auch wichtig, weil ich finde zum Beispiel so ein Tiger 2 im Maßstab 1:16 ist schon ein bisschen langweilig, weil man da einfach riesige gerade Flächen hat auf dem Modell. Hier ist es ein bisschen anders, das ist alles ein bisschen kleinteiliger, sage ich mal, von den Flächen und so weiter. Und ich denke, da lässt sich dann auch ein sehr attraktives Modell bauen draus. Ich möchte an dieser Stelle aber noch nicht zu viel zu diesem Projekt sagen, denn das Ganze wird Gegenstand eines mehrteiligen Bauberichts sein. Also da werde ich dann alles im Detail zeigen und erklären und da möchte ich eben jetzt an dieser Stelle noch nicht vorgreifen. Nur so viel schon mal vorneweg, der Bausatz an und für sich ist nicht schlecht, aber manches ist auch ein bisschen grob. Vor allem der Formversatz stört ein bisschen. Also man muss eigentlich die meisten Teile relativ aufwendig bearbeiten, um eben diese Stufe sozusagen irgendwie rauszuschleifen an jedem Bauteil. Ist ein bisschen lästig, aber prinzipiell ist es ein schönes Teil. Und ich denke, das wird am Ende dann doch auch ganz vorzeigbar und imposant aussehen. Das zweite neue Projekt ist mal was ganz anderes.
und gewissermaßen auch eine Herzensangelegenheit von mir. Wir gehen hier mal 75 Millionen Jahre zurück in die Kreidezeit auf den Kontinent Laramidia. Das ist heute sozusagen der westliche Teil von Nordamerika. Da möchte ich hier eine Jagdszene darstellen, wo eben hier ein Dromaeosaurus, ein Alphadon hier jagt. Das sind 3D gedruckte Figuren von Etsy, von einem Anbieter, der nennt sich Dinosauria Creatures. Sitzt, glaube ich, in Spanien. Ja, super dynamische Pose, wie da gerade der Dromaeosaurus so um eine scharfe Kurve rennt. Und das Alphadon, das ist hier so ein kleines Säugetier, eben gerade über einen Baumstamm hüpft auf der Flucht. Und ja, das habe ich mir letztes Jahr schon gekauft und jetzt möchte ich mich mal drum kümmern. Die Details der 3D gedruckten Figuren sind wirklich hervorragend. Es gibt allerdings noch ein paar Stellen, wo ich noch ein bisschen was versäubern muss oder nacharbeiten muss. Ja, das mache ich aber später, denn was mich jetzt gerade am meisten reizt, ist tatsächlich der Sockel und die Szene an sich. Und daher habe ich da schon ein bisschen vorgearbeitet. Der Sockel besteht wie sonst auch aus einem Holzbrett, Balsaholzplatten für die Seiten und Styropor zum Auffüllen innen. Ich habe dann das Gelände entsprechend zugeschnitten. Da habe ich auch geschaut, dass das möglichst uneben ist, aber eben auch kompakt bleibt. Ich wollte nicht, dass das so riesengroß wird. Mein Gedanke war, da eben so ein Unterholz darzustellen, so ein kreidezeitliches. Und da dachte ich mir, ja, wäre so ein Baum ganz cool. Aber der Maßstab ist jetzt hier so ein bisschen schwer festzulegen. Es müsste so zwischen 1:24 und 1:16 sein. Also wenn ich da jetzt einen kompletten Baum bauen wollte oder hier integrieren wollte, das wäre doch ein bisschen exzessiv. Daher habe ich beschlossen, hier so ein Stück abgestaubenen Baum hier zu integrieren. Die restliche Flora, die dann später noch folgen wird, die wird natürlich ein bisschen niedriger sein. Da werde ich mich dann eher drauf konzentrieren. Aber so ein kompletter Nadelbaum oder Laubbaum, das wäre schon heiß gewesen, aber gut. Man muss natürlich auch schauen, dass man innerhalb der Grenzen des Möglichen bleibt. Ja, jedenfalls möchte ich die Szene, so wie ihr es hier seht, eben aufteilen. Sieht, glaube ich, ganz interessant aus. Und da ich ja immer dazu neige, auch meine Sockel zu verzieren, habe ich mir auch schon was überlegt. Und zwar wollte ich ein Stück Jurasandstein eben gravieren, damit man eben auch weiß, was das für Viecher sind. Ja, ist allerdings nicht ganz so einfach, einen Stein zu gravieren. Daher habe ich ein bisschen überlegt und habe dann beschlossen, so einen Stein eben abzuformen, und zwar mit Modelliermasse. Und das seht ihr hier. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Da habe ich einfach die Modelliermasse ausgerollt, den Stein reingedrückt, dass es eben die Textur bekommt, und als es dann trocken war, habe ich es eben entsprechend so gebrochen, dass eben so eine Scherbe entsteht, die eben dem Plattenkalk von Solnhofen, das ist ja hier nicht weit weg, dass es dem eben so ungefähr entspricht. Das muss ich natürlich dann später auch noch gravieren und irgendwie auch bemalen, aber das werde ich auch noch schaffen. Das Ganze wird auf jeden Fall ein sehr spannendes Projekt für mich und ist auch gewissermaßen ein Testballon, weil, wie ihr ja wisst, ich habe in den letzten Monaten ja doch einige Dinosaurierfiguren hier angesammelt. Die wollen ja irgendwann auch mal verarbeitet werden. Und ja, da dachte ich mir, ich fange jetzt mal mit was Kleinerem an, um mal zu sehen, wie das so funktioniert. Wird man dann sehen, was draus wird. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, nachdem das Thema mich allgemein sehr interessiert, dass das vielleicht öfter mal eine Rolle spielen wird. Ich habe auch dieses Jahr bisher das Thema Figuren ein bisschen schleifen lassen. Das ärgert mich auch. Ich habe so viele schöne historische Figuren im Lager, jetzt auch ein paar Dinosaurier. Da muss ich doch schauen, dass ich vielleicht in den nächsten Monaten das eine oder andere Projekt, was eben mit Figuren zu tun hat, eben hier noch unterbringen. Ja, drum jetzt erstmal der Dinosaurier und dann schauen wir mal weiter, was dann noch so kommt.
Alles klar, dann schauen wir uns jetzt an, welche Bausätze ich mir so zugelegt habe seit dem letzten Update. Ja, wie ihr sehen konntet, habe ich mich hauptsächlich auf Dioramenszubehör konzentriert. Da ist auch manches für den Jagdpanzer IV Bodybuild gedacht, aber auch sehr viel für ein Ukraine-Diorama, was ich so gerade in Planung habe. Ja, und zusätzlich habe ich mir wieder einen Centurion von AFV Club geholt. Ich habe ja gerade eben erst einen vollendet, aber das ist so einer meiner Lieblingsbausätze generell. Und da ist es immer gut, einen im Lager zu haben für alle Fälle. Also ich glaube, ich habe das Modell schon 5 oder 6 Mal gebaut und es wird einfach nicht langweilig. Und jetzt habe ich mir halt eben noch einen ans Lager gelegt für alle Fälle. Außerdem habe ich mir noch diesen Bausatz geholt. Das ist gar nicht mein Beuteschema, werdet ihr jetzt vielleicht denken. Und zwar ist es hier von Eduard in 1:72, eine F490 F8. Hat folgenden Hintergrund. Ich habe mit ein paar Vereinskollegen ausgemacht, dass wir uns mal einen Tag treffen und versuchen wollen, diesen Bausatz komplett zu bauen und zu lackieren und zu altern. Und das an einem Tag. Also so innerhalb von 10 oder 12 Stunden. Ist eine interessante Challenge. Keine Ahnung, ob das möglich ist. Wir werden es einfach mal versuchen. Vielleicht schafft es ja der eine oder andere. Ich persönlich gehe jetzt da nicht an die Sache ran mit dem Vorhaben, dass ich das unbedingt um jeden Preis in diesem Zeitrahmen irgendwie fertig machen will. Sondern ich schaue einfach mal, wie weit ich komme, wenn ich mich beeile. Und wenn es fertig ist am Ende, soll es mir recht sein. Und wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Dann mache ich es halt daheim noch fertig. Aber das ist so eine interessante Challenge und dafür haben wir uns alle den gleichen Bausatz geholt. Ja, das steht so jetzt Anfang September an und ich werde berichten, wie das dann abgelaufen ist. Weiterhin möchte ich an dem Panzer 2L weiterarbeiten, damit ich dann auch den Baubericht irgendwann mal produzieren kann. Ja, weiterhin werde ich auch 2 Videos machen über die Veranstaltungen, die ich besuchen möchte in den nächsten Wochen. Ja, und das Thema Bausatzbesprechungen beschäftigt mich auch. Ich habe ja schon eine produziert für meine Unterstützer auf Patreon und da möchte ich in den nächsten Wochen auch weiter aktiv sein. Und sobald ich mal so 4 oder 5 Bausatzbesprechungen sozusagen in der Rückhand habe, werde ich dann auch anfangen, die sukzessive auf YouTube zu veröffentlichen. Ja, also ich habe viel zu tun, sowohl hier an der Werkbank als auch am Computer, wenn es darum geht, die Videos zu editieren. Gut,
damit sind wir am Ende des Kanalupdates. Ich hoffe, ihr fandet das Ganze interessant und auch ein bisschen unterhaltsam. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Video. Euer Hamilcar Barkas.